freue mich, Sie heute auf eine Reise mitzunehmen und Ihnen unseren Red Kielau näher zu bringen. Eine Wachstumsquote erreichen, die kein anderer Fisch in Europa erreicht. Ist schon erstaunlich, wie der dann in der Konsistenz ist. Also der Fisch hat wirklich großes Marktpotenzial. Unser Red Kielau ist ein Arapaima-Fisch, der größte Süßwasserfisch der Welt, der König der Flüsse. Er ist für uns der Fisch der Zukunft. Warum ich ihn so nenne, das verstehen Sie am Ende dieses Videos. Das Tierwohl war bei all unseren Überlegungen immer an oberster Prämisse. Sie wissen, die Weltmeere sind überfischt und wenn die großen Schiffe ihre Netze auswerfen, Tiere bis zu 20 Stunden qualvoll den Tod finden. In dieser Zeit ist es einfach so, dass die Fische extrem schlechte Hormone auswerfen und diese nehmen wir auch wieder bei unserer Nahrung auf. Und auch die Verschwendung von Ressourcen unserer Erde ist einfach unannehmbar. Das bedeutet, dass man nicht gezielt einen Fisch aus dem Meer holen kann, sondern dass alles, was man nicht möchte, tot über Bord geworfen wird. Mit unserer Zuchtanlage möchten wir hier genau gegensteuern. Auch hier ist uns der Respekt des Tieres gegenüber ganz wichtig. Denn wir nehmen uns nicht nur die schönen Filets raus, sondern wir verarbeiten den Fisch zu 95%. Aus der Haut machen wir tolles und interessantes Fischleder. Die Leber ist ein Geheimtipp und die Filets natürlich, ein Gaumenschmaus. Aber nicht nur das, sondern auch die Karkassen, die übrig bleiben, werden verwendet, um einen sehr, sehr leckeren und qualitativ hochwertigen Fisch vorherzustellen. Sie sehen also, dass uns das Tierwohl und auch die Verwendung des Tieres sehr am Herzen liegt. Wir hatten von Anfang an die Vision, dass wir einen neuen Fisch auf den Markt bringen, den es in Europa bis jetzt noch nicht gibt, aber der früher oder später eine immense Bedeutung auf dem europäischen Markt und vielleicht auf dem Weltmarkt später erlangen wird. Mein Name ist Marco Dethoff, ich bin Founder der Manich Food Innovation GmbH. Vor circa 3 Jahren bin ich mit meinem heutigen Geschäftspartner und Freund Nico van der Post in Bangkok unterwegs gewesen. Wir waren dort auf einem Fischmarkt und haben da unseren heutigen Red Kielau entdeckt, der augenscheinlich alle Kriterien erfüllte, die wir für unseren Fisch uns erhofft hatten, um eine erfolgreiche, nachhaltige Aquakultur betreiben zu können. Also war das nächste wichtige Ziel natürlich, die nächste große Herausforderung, ein Team aufzustellen, das uns diese Herausforderung ermöglicht oder die Erfüllung dieser Herausforderung ermöglicht. Da haben wir einerseits den Nico van der Post. Nico van der Post hat in den letzten 20 Jahren einen Familienbetrieb in Holland geführt. Dieser war zuständig für die Lebensmittelproduktion und er kennt sich natürlich aus mit dem Qualitätsmanagement, er kennt sich aus mit der Zertifizierung und das ist natürlich für unsere Branche extrem wichtig. Wir haben den Michael Böttner. Michael Böttner ist in den letzten Jahren einer der größten Fachleute geworden für südamerikanische Fische. Wir haben den Frank Strecker. Frank Strecker ist in der 3. Generation Forellenzüchter. Er kennt sich aus mit den behördlichen Themen, mit den Genehmigungen, mit den Zulassungen. Wir haben den Dominik Hübler, ist bei uns für den Vertrieb zuständig. Er hat sehr gute Erfahrungen und ein sehr gutes Netzwerk, wenn es um Restaurants und Hotels geht zum Beispiel. Des Weiteren haben wir Sebastian Krumbein, der ein großes Unternehmen kaufmännisch und vertrieblich verantwortet hat. Und last but not least, ganz wichtig, wir haben einen ausgewiesenen Finanzexperten in unserem Team. Christoph Jakob hat viele Jahre bei McKinsey gearbeitet, ist Co-Founder von vielen großen Unternehmen, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Und da war uns klar, wir haben den optimalen Fisch, wir haben ein unglaubliches Team und das kann nur zum Erfolg führen. Das große Potenzial im Red Kielau liegt darin, dass er enorm hohe Zuwachsraten hat. Das heißt, wir reden hier bei dem Fisch von einem Zuwachs innerhalb von 10 Monaten von 14 Kilogramm, währenddessen wir bei einem Standardlachs davon ausgehen, dass er innerhalb von 2 Jahren gerade mal 4 Kilo erreicht. Diese Fakten konnten wir über die letzten 2 Jahre in unserer Testanlage verifizieren und haben noch weitere
wirtschaftliche Vorteile dort entdecken können. Hinzu kommt, dass die neue Anlage, die gerade in der Planung sich befindet, darauf ausgerichtet ist, dass wir sie weiter schnell ausbauen können. Für den ersten Schritt planen wir mit einer Anlage um 880 Tonnen pro Jahr zu produzieren. Diese kann aber einfach verdoppelt, verdreifacht oder sogar vervierfacht werden, sodass wir je nach Nachfrage im Markt, und wir erwarten eine sehr hohe Nachfrage im Markt, schnell skalieren können, um die Nachfrage zu befriedigen. Ein essentieller und wichtiger Punkt ist auch für uns, welchen grünen Abdruck hinterlassen wir. Hier in der Gegenwart, aber auch in der Zukunft für unsere Kinder. Das liegt uns am Herzen. Durch Solarstrom, Brunnenwasser und Wärmetauscher können wir eine fast zu null CO2-Bilanz bieten. Auch unser Wasser wird nach der Filteranlage sofort im Anschluss trinkbar. Die festen Bestandteile können als Dünger benutzt werden. Und dadurch, dass wir keine Medikamente oder Antibiotika benutzen, ist es so, dass wir weder den Menschen noch die Umwelt jetzt und auch in der Zukunft belasten. Gerade jetzt zu den Zeiten von Corona und der Pandemie haben wir auch gemerkt, wie wichtig unser geschlossener Kreislauf ist. Wir können ihn mit unserem System ganzjährig gesunden und tollen Fisch einfach nach Hause liefern. Auch die geschaffenen Arbeitsplätze in Thüringen und Kassel machen uns viel Freude, denn mit den tollen Mitarbeitern entwickeln wir unser Projekt stetig und jeden Tag weiter, um ihnen die beste Qualität liefern zu können. Unser Red Kilau ist ein Premium-Produkt. Er besticht durch Qualität. Sein grätenfreies, weißes, festes Fleisch, das auch sämig ist, dient bei allen Zubereitungsarten optimal. Grillen, braten, dünsten, alles ist möglich. Auch die Verbindung zu Gewürzen ist für den Koch spielerisch einfach, denn der Red Kilau lässt sich auf alles ein. Sie entscheiden, wie der Red Kilau bei Ihrem Gast auf dem Teller landet. Ich freue mich, heute zwei Starköche bei uns im Renthof hier begrüßen zu dürfen. Hans-Jörg Beetz, der Gewinner der Winterstaffel 2018 von The Taste, und Frank Heppner, Sternekoch und jemand, der wie kein anderer die euroasiatische Küche in Deutschland geprägt hat. Beide werden in unserer Showküche hier euch den Red Kilau auf verschiedene Art und Weise zubereiten und euch Tipps und Tricks verraten. Ich habe heute ein super Produkt für euch, einen Red Kilau. Schneeweiß im Fleisch, super im Geschmack, Konsistenz perfekt, ihr werdet sehen, lässt sich super schneiden, sieht echt toll aus. Wir machen heute einen Scheiterhaufen in Verbindung mit Spargel, mit Süßkartoffel, mit Wildreis, mit gepoppten Reis. Wir glasieren den Fisch leicht ab, löschen ihn ab mit Alpin-Gin. Da ist auch der Variation keine Grenze gesetzt. Wir haben natürlich sehr viele Geschmackskomponenten. Es ist eine Bombe und der Fisch ist genial. Heute haben wir einen Red Kilau gebraten mit einer Teriyaki-Marinade, glasiert in einer Paprikasauce mit Zitronengras, Fischsoße, Chili drin, obendrauf garniert mit etwas Röstzwiebel und das Ganze mit Salatherzen angerichtet. Ja, Frank, wir haben heute einen super Fisch verkochen dürfen, den Red Kilau. Euroasiatisch ist ja genau deine Stilrichtung. Wie hast denn du den zubereitet? Ich habe das gar nicht so genau am Rand mitbekommen, wie das alles lief bei dir. Das war ja, Endprodukt war ja super, vom Geschmack her spitze. Was hast du denn da alles reingemacht? Gebraten, ein bisschen mit Öl, ein bisschen mit Butter und dann die dementsprechenden Soßen und die Marinade dazu. Zum Marinieren eignet er sich hervorragend. Ja. Beim Braten, da ich ihn ein bisschen dicker geschnitten habe, war, finde ich, wie ein Kalbsmedaillon. Es sah ja super aus. Ja, Wahnsinn, und vor allem der ist so fest. Bleibt dann auch so fest. Und es ist schon erstaunlich, wie der dann in der Konsistenz ist, dann auch zum Schneiden beim Essen. Ist traumhaft. Die Zubereitung, die du gemacht hast, war das Pochieren oder war das Grillen, war das auch Braten oder wie war das bei dir? Weil das war ein bisschen dünner geschnitten. Ich habe den Red Kilau ja relativ dünn geschnitten, habe ihn ja nur kurz in etwas Butter angebraten und in zu Tieren übergehen lassen. Wir haben den ja mit dem Alpin-Gin dann abgelöscht. Da habe ich den Fisch auch im Vorfeld etwas mariniert gehabt. Okay. Ja, den Spargel mit dazu, auch hauchdünn aufzäsiliert. Das ist ein Sekundengericht eigentlich und um das geht es ja. Das Geniale an dem Fisch finde ich, er verzeiht sehr viel. Also auch wenn mal eine gewisse Wartezeit dazu kommt, weil sie irgendwie das Bankett verzögert, ob der Fisch jetzt eine Minute länger steht oder nicht, also das verzeiht er locker. Er ist so flexibel. Also in der Garmachung, gebraten, gegrillt, Sashimi, roh, gebeizt. Der gebeizte Red Kilau, der war für mich der Hammer. Den kann man schön runterschneiden, hat eine schöne Haptik, hat ein ganz tolles Mundgefühl.
Was für mich fast noch schöner war von der Präsentation, war dieses Carpaccio, dieses aufgedröselte Carpaccio schon, wo man einfach das viel... einzeln entnehmbar, super. Ganz leicht mariniert oder aromatisiert. Und das Sushi ist auch eine tolle Qualität. Ich finde generell den Fisch extrem variabel. Ganze Loins habe ich schon gegrillt. Mega, das schneidest du einfach nur runter. Und wenn du den dann stehen lässt, da läuft kein Saft drauf. Viertelstunde, 20 Minuten oder 30 Minuten, ist immer noch im Volumen gleich. Also der fällt nicht zusammen, sondern der steht und ist fest. Ist außen von der Struktur her richtig schön fleischig und innen butterweich. Die Schnittbilder vom Fisch, das hat mir auch sehr gut gefallen. Du kriegst ja alles, ne? Also über das Schwanzstück, über Bauchlappenelemente, schöne Mittelstücke, Loins, Fischfang haben wir auch im Programm, über die Karkassen ja. Fischhaut oder Fischleder von der Fischhaut des Red Kilaus, kann ich mir echt vorstellen. Ja. Wird bestimmt eine gute Sache, aber unsere Branche zum Kochen, also der Fisch hat echt Marktpotenzial.